Sony hat es dieses Jahr in einem Blogpost offiziell gemacht. Ab Januar 2028 werden für neue Spiele keine Discs mehr gepresst. Neuerscheinungen gibt es dann nur noch digital. Ihr habt die Meldung wahrscheinlich wie viele von uns gesehen oder durch Dominos mitbekommen oder sowas. Und ich wette, ihr hattet danach denselben Gedanken wie ich. Das Regal. Die alten Spiele, die seit 20 Jahren da stehen. Denn wenn keine neuen Discs mehr kommen, wie lange laufen dann eigentlich noch meine alten? Weil ich habe ja zum Beispiel kein Laufwerk mehr. Unter der Meldung tauchte dann, sinngemäß übersetzt, immer wieder ein ähnlicher Kommentar auf. Was bringt mir das Original im Regal, wenn das verdammte Ding eigentlich nicht mal starten will? Und die Raubkopie von damals, die läuft trotzdem noch. Ich weiß, das ist alles ein bisschen als Frust gemeint und man muss es rauslassen, klar, aber technisch gesehen seid ihr da näher mit dran, als ihr dachtet. Und um euch mal heute zu zeigen, was da eigentlich alles im Hintergrund nur für Kopierschutz bei euch auf dem System läuft, auch für sowas wie Browser oder Netflix in einem kompletten Open-Source-Game, habe ich mal ein paar Sachen auseinandergenommen. Es war mehr, als ich dachte. Und wir fangen an mit einem Spiel, das ich schon vor sehr langer Zeit gekauft habe. Egal, ich habe nach der Sony-Meldung jedenfalls das gemacht, was gerade viele machen. Meine alte Spielesammlung ausgegraben, die, Gott, diese grüne Pyramide, ich vermisse sie. Und aus dem Stapel habe ich dann aber ein Spiel gezogen, was ich tatsächlich fast jedes Jahr einmal spiele. Seit einem Vierteljahrhundert. Ja, ich bin alt. Dungeon Keeper 2. Falls ihr es nicht kennt, ihr spielt den Bösen, einen Dungeon Lord und ignoriert die Lady auf dem Game. Das Game hat wirklich Humor und Charme, oder egal. Aber genau dieses Spiel hier mit der Disc drin, die original ist, kriege ich von der gekauften Disc auch nicht mehr gestartet. Und das war vor dem krassen Kopierschutz. Auf meiner Disc steht eine Kennung da unten. Und zwar BFG 08801508551B. Oder eBay oder so. Was ich neu rausgefunden habe, mit so einer Kennung kann man tatsächlich in Redump wühlen. Einem Projekt, das originale CD-Pressung bitgenau archiviert. Samt Barcode und Presswerk-Ringcode. Das Projekt ist echt mega, denn alte Daten zugänglich zu halten ist gar nicht mal so einfach und vor allem kümmern sich da einfach viel zu wenige drum. Heute aber ist das gar nicht mal so sehr das Thema. Die Datenbank kennt für die deutsche Ausgabe, die hier, einen kompletten Kennungssatz. D1 für Disk, IF und IB für das Cover, das hier. Und es gibt sogar ein M für das Handbuch und Y für die Referenzkarte. Und meine Endung 01 oder was auch immer bei mir steht, die habe ich ehrlich gesagt gar nicht gefunden. Ich weiß tatsächlich immer noch nicht, welche exakte Pressung ich hier in der Hand habe, aber es ist völlig egal. Was ich weiß, ist nämlich, jede dokumentierte deutsche Ausgabe dieses Spiels trägt denselben Kopierschutz. SafeDisk Version 1.11.000. SafeDisk kam von Macrovision und deren eigenes Produktblatt von 1999 erklärt den ganzen Mechanismus dahinter. Die CD wird dadurch nämlich zur Keydisk. Das Programm auf der Scheibe selber ist verschlüsselt und beim Pressen wandert eine digitale Signatur mit ins Werk, die ein Brenner nicht mitkopieren kann. Legt ihr aber das Original ein, liest die Software die Signatur und entschlüsselt das Spiel für euch. Legt ihr eine Kopie ein, fehlt diese digitale Signatur, weil man die nicht fälschen kann, und entschlüsselt wird einfach Müll, Garbage, es kann nicht laufen. Das ist zumindest der Plan. Und dafür braucht es eine Kleinigkeit, und zwar einen eigenen Windows-Treiber. So. Und jetzt der schöne Test mit der Original-Disk, aber auf einem aktuellen Rechner. Oh mein Gott. Moment, das probieren wir. Falls ihr hier gerade ein startendes Spiel gesehen habt, genießt den Moment. Ich habe es nicht erwartet und gleich wisst ihr, warum das alles eher unerwartet war. Und falls es nicht ging, willkommen in meinem Alltag. Ich habe diese Disk über die Jahre immer wieder eingelegt und eigentlich nie zum Laufen gebracht. Egal, was ich probiert habe. Support für ein Spiel von 1999 gibt es halt nicht mehr und einen Patch auch nicht. Warum das aber alles nicht mehr geht, das steht bei Microsoft selbst. Im September 2015 im Sicherheitsupdate MS 15097, offiziell war das Ganze ein Update für die Grafikkomponente von Windows, steht in der Beschreibung: The update turns off the service for the secdriver.sys
Driver. SecDriver.sys, das ist laut Microsoft der Treiber, den Spiele mit Macrovisions SafeDisk benutzen, und ohne diesen Treiber, schreibt Microsoft selbst, laufen SafeDisk-Spiele unter Windows nicht. Abgeschaltet wurde er als Sicherheitsrisiko. Schon 2007 dokumentierte Microsoft eine Lücke, über die ein lokaler Angreifer Code mit Systemrechten, also Administratorprivilegien, ausführen konnte. Ich habe eine Weile als Pentester gearbeitet. Ein Kopierschutztreiber mit vollen Systemrechten, mit einer Sicherheitslücke ist exakt die Sorte Fund, für die Kunden uns sehr gut bezahlt haben. Und da sowas nichts im Kernel verloren hat, da wette ich eigentlich mindestens seit meinen Linux-Gaming-Videos darüber, seit Jahren. Nur, die vernünftige Antwort auf einen kaputten Treiber wäre nicht gewesen zu löschen, sondern ein Patch. Microsoft hat ihn einfach stinkfaul abgeschaltet. Und für die Folgen hat Microsoft euch mit einem einzigen Satz abgespeist. This may affect the ability to run some older games. May affect. Well, you Microsoft. Es beeinträchtigt auch meinen Willen, Windows zu benutzen, aber egal. Vom Hersteller von SafeDisk, Macrovision, kommt natürlich auch keine Hilfe mehr. Macrovision hatte die Games-Sparte inklusive SafeDisk schon im Jahr 2008 verkauft für sage und schreibe $4 Millionen und der Käufer stellte dann SafeDisk zum 30. März 2009 komplett ein. Ich frage mich immer, wie man so ein Investment machen kann, wie man dann überleben kann, aber egal. Als Microsoft den Stecker gezogen hat, gehörte der Treiber also seit 6 Jahren zu keinem neu verkauften Produkt mehr. Und ja, ob meine Version hier, das alte 1.11.000, diesen Treiber wirklich anfordert, das wollte ich euch eigentlich hier mit einer Quelle belegen, aber ich kann es nicht. Macrovisions eigenes Produktdatenblatt erwähnt den Treiber mit keinem einzigen Wort. Die einzige technische Analyse mit einer fast gleich alten SafeDisk-Version, da ist es auch nicht drin und naja, ich habe insgesamt einfach gar nichts gefunden. Nur was zu älteren Versionen 1.45 und 1.50. Microsoft sagt einfach nur pauschal, dass halt SafeDisk davon betroffen ist. Ich vermute, dass die Disk hier betroffen ist und dass sie deswegen nicht mehr läuft, aber es könnte auch einfach daran liegen, dass ich nichts mehr im Internet finde. Aber sicher belegt habe ich was anderes, und zwar einen Kaufbeleg. Ich habe nämlich Dungeon Keeper 2 ein weiteres Mal gekauft. Ja, ich spiele es tatsächlich jedes Jahr, das war kein Scherz vorhin. Und zwar auf GOG. Und zwar habe ich das schon vor Jahren gekauft, weil eben die Disk ja nicht mehr funktioniert hatte. Auf der Produktseite bei GOG steht tatsächlich das Verkaufsargument für mich in Großbuchstaben, und darum geht es eigentlich insgesamt hier. DRM Free. Das heißt, no activation or online connection required to play. Ein Spiel von 1999 verkauft sich also 2026, vor allem über die Abwesenheit des Schutzes, den ich im Jahr 1999 oder ich glaube 2 Jahre später mitbezahlt habe. Mensch, das ist ja super. GOGs Changelog zeigt aber, dass meine Moneten immerhin gut investiert sind. Und zwar der Eintrag vom 13. November 2024. Deutsche Sprachdateien wurden nachgereicht, Registry-Probleme wurden behoben und die Kompatibilität mit Windows 10 und Windows 11 wurde verifiziert. 25 Jahre nach Release arbeitet da tatsächlich noch jemand an dem Spiel. Also nicht am Spiel selber, sondern eigentlich nur, damit das Spiel laufen kann, ohne Kopierschutz. Aber immerhin läuft es damit. Die Disk im Regal kann dagegen eigentlich leider nur schön aussehen. Und die ach so tolle Schutzschicht hat die Zeit nicht überlebt. Aber wo wir gerade bei Kaufbelegen sind, ein ganz kurzer Einschub aus dem Teil meines Jobs, den ihr nie seht. Für jedes gesponserte Video hier schreibe ich eine Rechnung, und für jedes Video, was ich mache, erhalte ich mindestens 3. Cutter oder Kamera oder Server oder die ganzen Dinge, die ich hier ausprobiere. Dahinter ist tatsächlich aber immer ein Beleg, und alle 3 Monate will das Finanzamt meine Umsatzsteuervoranmeldung, was auch immer das ist. Pünktlich, versteht sich. Auch wenn ich auf meine Anfrage übrigens beim Finanzamt schon seit vollen 7 Monaten nicht mehr ganz so geduldig warte. Aber ich bin seit 2015 schon selbstständig, und Buchhaltung ist bis heute der Teil, der mich am meisten abfuckt. Also wirklich abfuckt. Papierkram, der Sponsor dieses Videos, heißt wie das Problem selbst, und ihre Software nimmt es euch direkt ab. Dahinter steckt Buchhaltung für Selbstständige und kleine Unternehmen. Angebote und Rechnungen sind innerhalb von wenigen Minuten fertig als klassische PDF oder einfach direkt sogar als E-Rechnung, also sogar X-Rechnung oder Zugpferd, falls euer Auftraggeber das verlangt. Belege fotografiert ihr einfach mit der App ab und leitet sie an euren Papierkram-Posteingang weiter. Und die relevanten Daten werden dann einfach direkt ausgelesen und in euer Buchungssystem übernommen. Und beim Kontoabgleich schlägt euch Papierkram zu jeder Transaktion auf dem Konto den passenden Beleg oder die passende Rechnung vor. Und auch hier wird wieder mit einem einzigen Klick
alles zugeordnet und als bezahlt markiert. Und wenn die monatliche Umsatzsteuervoranmeldung tatsächlich fällig ist, oder bei manchen alle 3 Monate, gibt es die genau wie die EUR, also die vereinfachte Gewinnermittlung fürs Finanzamt direkt auf Knopfdruck. Das ist hammergeil. Entwickelt, gehostet und betrieben wird das Ganze sogar in Deutschland und kann dementsprechend auch gut gerade mit dem deutschen Finanzamt. Wer hier häufiger zuschaut, weiß aber auch, warum mir das sonst noch wichtig ist. Mit dem Code PNMorpheus, hat nichts mit persönlichen Nachrichten zu tun, bekommt ihr 40% Rabatt auf das erste Jahresabo auf papierkram.de. Der Link ist in der Beschreibung. Der Code funktioniert nur innerhalb der ersten 30 Tage nach eurer Registrierung, also lasst ihn nicht allzu ewig liegen. Und damit zurück zum Video. So, kurz zurück zur Schutzschicht auf meiner Disk. Wie kommt so eine Schicht überhaupt in ein gekauftes Produkt? SafeDisk war eine sehr frühe Stufe davon. Eine Disk, eben eine Scheibe, eine Signatur und ein Treiber, der halt broken war. Ich habe aber noch ein anderes Beispiel. Prince of Persia, The Two Thrones, und der Finger ist da absichtlich, denn auf der Disk selber steht ein Code aufgedruckt. Ein Install-Key-Code. Ein Lizenzschlüssel, den ihr wahrscheinlich auch kennt, wie viele von uns. Und zwar direkt auf der Disk drauf, weil die Verpackung, die ihn mal trug, irgendwie längst im Müll ist. Ich weiß gar nicht, wo die hin ist. Egal, der Kopierschutz heißt bei diesem Spiel hier Star Force, Version 3.6.10.06. Und dieselbe Quelle notiert dazu übrigens, dass genau das auch seit Windows 7 nicht mehr funktioniert. Und dann ist der Schutz ein bisschen umgezogen. Weg von Disks hin zu eurem Account. Steam legt um jedes Spiel eine sogenannte Wrapper-Datei, eine Hülle um die eigentliche ausführbare Datei. Valves eigene Doku beschreibt, was der eigentlich tut. Er prüft, ob ihr das Spiel besitzt und startet vorher erstmal Steam dafür. Entwickler laden dafür ihre unverschlüsselte Programmdatei zu Valve hoch, eingepackt wird das Ganze serverseitig und in derselben Doku steht vom Hersteller selbst formuliert: Der Steam Wrapper ist keine Anti-Piracy-Lösung. Er schütze eigentlich nur gegen extrem beiläufiges Kopieren, wenn ihr einfach die Steam-Dateien an Freunde weitergebt, aber es sei sehr einfach entfernt bei einem motivierten Angreifer. Das heißt, wen hält er auf, wenn nicht motivierte Angreifer? Naja, euch, wenn ihr Spiele ausleihen wollt. Er bindet nämlich jeden einzelnen Start eines Spiels nicht an den Besitz oder die Vorhandenheit einer CD, sondern an euren Account. Und genau das ist seine Funktion. Wir haben uns damals auf dem Schulhof immer Discs ausgeliehen. Meistens Gothic, Teil 1, 2, Die Nacht des Raben, alle davon. Und fairerweise haben wir es damals auch nicht Gothic genannt, sondern Gothic, aber egal. Und da noch mindestens 50 andere Spiele, Worms 2 mit vorne dabei. Wenn es einer hatte, dann hatten es eben alle zumindest mal gespielt. Aber es ging trotzdem noch weiter. Steam war nicht das letzte. Die vorerst letzte Stufe der Kacke hieß dann Denuvo. Ich erinnere mich noch daran, wie wir tatsächlich damals geflucht haben. Ich meine, das erste Game war Assassin's Creed 2, aber nagelt mich nicht drauf fest. 2014 hat die Denuvo GmbH ein europäisches Patent angemeldet und das Patent beschreibt tatsächlich, was da passiert. Aus dem Programm, das bei euch auf dem PC läuft, werden wirklich einfach Konstanten, also Zahlenwerte entfernt, sodass der Code nicht mehr lauffähig ist. Die waren da eigentlich mal da und sie werden benötigt, damit das Spiel laufen kann, aber sie sind nicht da. Beim Aktivieren schickt euer Rechner seine Hardware-Informationen an einen Server und der Server verrechnet die fehlenden Konstanten mit genau dieser Hardware, die ihr bei euch habt und euer Rechner rechnet das alles dann beim Spielen live zurück. Läuft das Spiel später auf zum Beispiel andere Hardware, weil ihr zum Beispiel eine neue Grafikkarte habt, dann kommen da plötzlich falsche Werte raus und das Programm zeigt so wörtlich undefiniertes Verhalten. Bei Software heißt undefiniertes Verhalten für gewöhnlich, dass es dann einfach zum Absturz kommt. Immerhin fehlen ja buchstäblich Werte, um das Ding auszuführen. Das Patent empfiehlt aber, weil das allen überlassen ist, was sie da nehmen, bevorzugt Fließkommazahlen aus der Physik und der Grafik. Dann stürzt das Spiel nicht sofort ab, es rechnet erstmal falsch weiter und ihr habt zum Beispiel Grafikfehler, Bäume schweben oder irgendwas flackert oder so. Und später irgendwann crasht dann alles. Damit das Spiel offline spielbar bleibt, zumindest in der Theorie, wird das Ergebnis der Aktivierung in einer lokalen Lizenzdatei zwischengespeichert. Aber ehrlich gesagt, ob die heutige Fassung von Denuvo exakt diesem Patent folgt, kann von außen keiner mehr sagen. Die aktuelle Produktseite verspricht aber trotzdem, Besitz wird mit der Vertriebsplattform validiert.
validiert. Es gibt einen hardwaregebundenen Token, gespielt wird also nur auf passenden, autorisierten Geräten und eingebaut ist das Ganze laut Hersteller in Minuten als zusätzlicher Bildschritt automatisch nach der Entwicklung. Also ich fasse nochmal kurz zusammen, was hier alles passiert ist. Erstmal musste die CD beweisen, dass sie echt ist, dann musste der Account beweisen, dass das Spiel wirklich gekauft wurde und inzwischen muss eure gesamte Hardware beweisen, dass sie noch dieselbe ist wie bei der Aktivierung. In gut 20 Jahren sind wir also vom Schutz vom Datenträger bis richtig tief in eure Systemkonfiguration gewandert und erfordert wird dabei immer, dass die andere Partei Lust darauf hat, weiter zu existieren, auch wenn ihr einfach nur Geld kostet, nachdem ihr das Spiel einmal gekauft habt und keins mehr einbringt, weil es war ja ein Einmalkauf. Und während dieser Schutz wanderte, lief im Kino Werbung. 2003 startete die deutsche Filmwirtschaft zusammen mit der Filmförderungsanstalt eine Kampagne, deren Titel ihr wahrscheinlich noch alle im Ohr habt. Raubkopierer sind Verbrecher. Warum bin ich eigentlich immer der Arsch? Raubkopierer können sich nicht verstecken, auch nicht im Internet. Ein ganz kurzer Klugscheißer-Modus hier. Die Geschäftsführerin der Kampagnen GmbH sagt im offiziellen Kampagnentext, man führe die Rechtsfolgen für kriminell organisierte Raubkopierer vor Augen. Die Spots zeigen aber einen Mann am Heim-PC und einen Vater, der den Geburtstag seines Kindes im Besuchsraum eines Gefängnisses feiert oder von außen. Und ihr kennt alle das Ende. Hart, aber gerecht. Ein anderer Clip behauptet, Raubkopierer werden seit dem 13.09.03 mit Freiheitsentzug bis zu 5 Jahren bestraft. Vergleichen wir das mal ganz kurz mit dem Strafgesetzbuch. Ein Verbrechen ist per Definition eine Tat mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe als Untergrenze. Die Urheberrechtsverletzung hat bis zu 3 Jahre als Obergrenze und gar kein Mindestmaß. Und die 5 Jahre, die da angedroht werden, gibt es ausschließlich für gewerbsmäßige Täter. Die Menschen in den Spots waren nach der Definition im Gesetz also nie wirklich Verbrecher und selbst der gewerbsmäßige Raubkopierer ist keiner. Der Gesetzgeber weiß das aber sogar längst. Mensch, in 4 Paragraphen schreibt er eigens dazu, dass der Versuch strafbar ist. Ein Satz, den man bei einem Verbrechen gar nicht bräuchte, weil da der Versuch immer strafbar ist. Klugscheißer-Modus Ende, vielen Dank. Und heute, unter der alten Kampagnendomain, liegt ein Werbeportal für Online-Casinos. Das nennt sich in der Cybersecurity Zombie Domain Takeover und ist ein echter Angriff. Immerhin verlinken noch manche Websites auf diese Domain drauf. Aber auch das sei mal dahingestellt, ist egal. Die Werbung der Spielebranche selbst hat in all den Jahren übrigens etwas nie getan. Besitz versprochen. Ich habe klassische deutsche Spiele- und Konsolenwerbung systematisch mal durchsuchen lassen. Da wird Spielspaß verkauft, Grafik, Tempo, aber nirgends für immer deins. Ausgesprochen wird dieses Versprechen erst in einem bestimmten Moment, und zwar da, wo es zum ersten Mal plötzlich bedroht war. Bei der E3 2013 mit Sony auf der Bühne und alle waren super happy. When a gamer buys a PS4 disc, they have the rights to use that copy of the game. They can trade in the game at retail, sell it to another person, lend it to a friend, or keep it forever. In addition, PlayStation 4 disc-based games don't need to be connected online to play, or for any type of authentication. If you enjoy playing single-player games offline, PS4 won't require you to check in online periodically. And it won't stop working if you haven't authenticated within 24 hours. Sony hat dazu ein eigenes Video hochgeladen, das nur 22 Sekunden geht. Und zwar Official PlayStation Used Game Instructional Video. Thanks. Aber pausiert mal ganz kurz bei Sekunde 11 ungefähr. Da findet ihr unten eingebrannt, applies only to disk-based games. 9 Tage nach dem Auftritt ruderte Microsoft bei der Xbox One zurück und versprach im eigenen Newsroom dasselbe. Trade-in, lend, resell, gift and rent disk-based games just like you do today. Digitale Käufe sind da aber auch ausdrücklich ausgenommen. Also beide haben eigentlich schon 2013 beschlossen, dass das irgendwann mal zu Ende gehen soll. Das Versprechen galt damals allein der Disk. 13 Jahre später endet das Medium selber, für das dieses Versprechen galt. Die Diskproduktion wird wie gesagt im Januar 2028 eingestellt und für die digitalen Käufe, die dann übrig bleiben, sagen Sonys aktuelle Nutzungsbedingungen, Version April 2026, ihr erwerbt eine persönliche, nicht übertragbare Lizenz, ihr dürft das Produkt also nutzen, seid aber nicht dessen Eigentümer, das kennen wir alles von Amazon und Co. Bleibt die Frage, die ein bisschen über Sony hinausgeht, und zwar, hat euch eigentlich jemals ein Spiel gehört?
Aus der deutschen Gaming-Community kommt daraus verlässlich, ich zitiere: Tut mir leid, aber bist du bescheuert? Die beste Antwort stand aber trotzdem im selben Thread. Du konntest sie verkaufen, verschenken und offline benutzen. Und dieser Dreisatz steht auch im Gesetz. Paragraph 17 Urheberrechtsgesetz, Erschöpfungsgrundsatz. Ist ein Wertstück einmal verkauft, ist seine Weiterverbreitung zulässig. Einzig vermieten bleibt außen vor. Euer Flohmarktverkauf, also von damals, war nie eine Kulanz von dem Hersteller, es war eigentlich in eurem Recht drin. Wie zäh aber dieses Recht ist und wie wenig es uns heutzutage nützt, das hat der Bundesgerichtshof, der BGH, 2010 an Half-Life 2 mal gezeigt. Das Spiel war an eine Online-Kennung gebunden, die nicht weitergegeben werden durfte, das kennen wir, und der BGH entschied, die Erschöpfung wird davon gar nicht berührt. Das gelte so wörtlich der Leitsatz, auch dann, wenn die DVD dadurch praktisch nicht mehr weiter veräußert werden kann. AKA, euer Recht zu verkaufen habt ihr weiterhin. Es kauft euch nur halt niemand mehr was ab, was sie nicht benutzen können, und ohne fremde Freigabe kann man es ja nicht mehr benutzen. Also ja, ihr könnt gerne verkaufen, bringt euch halt aber nichts. Paragraph 53 erlaubt euch aber ausdrücklich die Privatkopie auf beliebigen Datenträgern. Daneben gilt übrigens beim Kopierschutz, weil das auch gelegentlich falsch zitiert wird, ihn zu umgehen ist zwar verboten, eine Ausnahme für Käufer steht nicht im Gesetz. Bestraft wird aber die Umgehung nicht, solange ihr rein privat bleibt. Aber ihr dürft das Werkzeug nicht kaufen, also niemand darf es euch verkaufen, vermieten oder auch nur bewerben. Also man darf es buchstäblich nirgendwo hochladen. Ein Crack hochzuladen ist eigentlich illegal. Und noch viel besser, und das kam ein bisschen später erst, der Europäische Gerichtshof hat den Schutzbegriff sogar nochmal zusätzlich ausgeweitet. Die geschützte technische Maßnahme kann neben der Disk auch die Konsole selbst sein. Und genau da ist alles schief gegangen. Dieses Urteil erlaubt dem Hersteller ausdrücklich mit technischen Mitteln, das Gericht nennt das Ganze jetzt Produktschlüssel, dafür zu sorgen, dass eine Kopie des Verkäufers unbrauchbar wird, obwohl ihr eigentlich das Recht zu einer Privatkopie habt. Der EuGH hat also basically DRM dort ausdrücklich zum zulässigen Durchsetzungswerkzeug erklärt. 2021 hat der deutsche Gesetzgeber dann nochmal selbst hingeschrieben, was dieser Mechanismus eigentlich wirklich anrichten kann. Und zwar hat ein Computerspielemuseum hier geklagt. Und in der Begründung zur Urheberrechtsreform steht dieser Fall ein bisschen genauer drin mit einem kopiergeschützten Datenträger im Bestand. Denn, und das ist quasi da wörtlich drin, wenn das Museum den Schutz nicht umgehen darf, dann, ich zitiere, liefe die gesetzliche Nutzungsbefugnis faktisch leer. Deutschland kennt also das Problem und hat halt Konsequenzen gezogen, aber eben nur für Museen. Keine Ahnung. Aber falls sich das für euch gerade ein bisschen wie unnötiges Rechtgebäsche anhört, ihr habt dieses System tatsächlich sogar in eurem Browser in diesem Moment aktiv. Ziemlich sicher sogar. Außer ihr guckt über PeerTube dann nicht. Jeder Browser, mit dem ihr Netflix, Disney oder Prime oder sogar Spotify oder YouTube Music guckt, enthält dafür eine Schnittstelle namens Encrypted Media Extensions, kurz EME, verabschiedet vom W3C, also dem Gremium, das die Standards fürs World Wide Web macht, deswegen W3C. Der Standard sagt über sich selbst, dass er kein Kopierschutzsystem definiert, sondern die gemeinsame Schnittstelle, über die Browser mit solchen Systemen reden dürfen. So, die Entschlüsselung selbst passiert aber in einer Komponente namens Content Decryption Module, und die ist zu Closed Source in einem ansonsten komplett quelloffenen Browser, in einem komplett quelloffenen System. Das verbreitetste dieser Module kommt von Google und heißt VDivine oder VDivine, keine Ahnung. Google listet als Nutzer unter anderem YouTube, Netflix, Disney Plus und Amazon Prime Video. So, ich bin seit ein paar Monaten komplett ausschließlich auf Linux unterwegs. Mein Stack ist fast komplett Open Source bis hin zum Bootloader, und mittendrin habe ich einen proprietären Baustein, VDivine, ohne den ich praktisch nichts streamen kann. Das Ding wird runtergeladen, wenn ihr Chrome startet und irgendwas damit halt machen wollt. Das Spannendste hieran finde ich eigentlich nicht, dass es sowas gibt, sondern dass ich genau das brauche für ein Abo, das ich sogar bezahle. Das heißt, auf einem freien System entscheidet ein geschlossener Blob, ob ich irgendwas benutzen darf oder sehen darf. Aber was bei einem Klick auf Play passiert, das hat Microsoft dokumentiert, und zwar mit ihrem System Play Ready. Und auch bei VDivine sieht der dokumentierte Weg zumindest wahrscheinlich relativ ähnlich aus. Im Kopf der Videodatei steht eine Schlüsselkennung und die Adresse eines Lizenzservers. Euer Gerät fragt dann dort mal kurz an, der Server erzeugt den Inhaltsschlüssel
verschlüsselt den, packt ihn in seine Lizenz und signiert die wiederum. Bevor euer Gerät diese Lizenz benutzen darf und ablegt, prüft es die, und so steht es auch in der PlayReady-Doku, mit der Signatur und dem Ablaufdatum des Zertifikats. So, bei VDivine wird jede ausgestellte Lizenz auf das anfragende Gerät individualisiert und vor dem Lizenzserver sitzt ein Proxy des Anbieters, der jede Anfrage prüft und Business Rules anhängt. Das heißt Geschäftsregeln, die ihr so nie zu sehen bekommt. Im Alltag kennt ihr diese Geschäftsregeln als, ich sag mal, Kleingedrucktes eures Downloads. Heruntergeladene Filme laufen zum Beispiel nach einer gewissen Zeit ab. Das heißt, ihr habt halt 30 Tage Zeit, zum Beispiel nicht nur bei Filmen, sondern auch bei Spotify. Nach 30 Tagen sind die Downloads ungültig, wenn ihr nicht zwischenzeitlich mal online wart. Und ihr müsst online gehen, um diesen Schlüssel zu erneuern. Fliegt aber auch zum Beispiel ein Titel aus dem Katalog, dann lässt sich der Download weder verlängern noch neu laden. Und zum Offline-Schauen müsst ihr trotzdem eingeloggt sein. Und kündigt ihr das Abo, dann werden einfach die Downloads auf eurem Gerät nicht unbedingt direkt gelöscht, sondern einfach invalidiert. Das heißt, sie werden ungültig und ihr könnt sie nicht mehr benutzen, weil der Schlüssel halt nicht mehr entschlüsseln darf. Im Standard ist das alles tatsächlich genauso vorgesehen. Ein Schlüssel gilt dort als unbrauchbar, sobald seine Lizenz abgelaufen ist oder andere Bedingungen nicht erfüllt sind. Als Beispiel nennt das W3C-Dokument wörtlich die Output Protection, also den Ausgabeschutz. Und hier wird es nochmal ein bisschen wilder, denn dann darf das Bild blockiert oder in schlechterer Qualität ausgespielt werden. Und das ist was Netflix macht. Ausgabeschutz heißt, auch der Weg vom entschlüsselten Bild bis zu eurem Panel, also eurem Screen oder Fernseher oder was auch immer ihr benutzt, wird kontrolliert. Auf diesem Weg sitzt HDCP, eine Verschlüsselung für die Strecke zwischen Zuspieler und Bildschirm. Netflix schreibt es selbst so auf seinen Hilfeseiten. Für 4K oder HDR müssen alle 3 Geräte in der Kette die Qualität unterstützen. Der HDMI-Port braucht HDCP 2.2 oder neuer, und wenn irgendein Glied in dieser Kette eben das nicht kann, diesen Standard noch nicht spricht, weil es zu alt ist zum Beispiel, dann spielt Netflix in der höchsten Qualität, die halt dieser Weg noch hergibt. Das heißt, selbst wenn ihr einen 4K-Fernseher habt, aber der Standard hier ein bisschen veraltet ist, und selbst wenn euer HDMI-Kabel und alles drum und dran perfekt ist, wird trotzdem vielleicht nicht 4K oder HDR ausgespielt. Und das merkt ihr, wenn ihr an eurem Linux-PC meistens über den Browser Netflix guckt, weil dort habt ihr meistens kein 4K, sondern maximal 1080p. Und manchmal sogar nur 720p. Im schlimmsten Fall scheitern diese Verhandlungen sogar komplett. Und dann habt ihr einen Fehlercode, der einen tollen eingänglichen Namen hat. D7361 1254 804 CD22. Der Code sieht dann aus im Endeffekt wie ein Rauschen, aber Netflix eigene Hilfeseite übersetzt ihn tatsächlich für euch. Es bedeutet, dass euer Bildschirm oder Monitor die Content Protection nicht eingebaut hat, die Netflix braucht. Und ihre empfohlene Sicherheitsmaßnahme ist super, den externen Monitor abstecken. Hilft das? Schreibt Netflix, fehlt dem Monitor vermutlich die HDCP-Unterstützung. Das heißt, ihr habt ein Abo, für das ihr bezahlt habt, und der Film kann 4K, die Leitung kann 4K, euer Kabel kann 4K, euer Gerät kann 4K, aber euer Monitor halt nicht, weil der nicht beweisen kann, dass er kein Kopiergerät ist, auch wenn der Monitor eigentlich 4K kann. Das Ganze ist einfach nur absurd geworden. Je länger ich da reingehe, desto absurder wird das Ganze für mich. Der Kopierschutz von 1999 hat meine Disk geprüft, der von heute prüft Browser, Login-Session, Kabel, euren Bildschirm und bei jedem einzelnen Klick für Inhalte, die ihr ohnehin nach den Bedingungen nicht mal besitzt. Wenn euch also das nächste Mal irgendwann mal jemand fragt, warum ein Stream vielleicht auf einem zweiten Monitor schwarz bleibt, hey, ihr könnt es jetzt erklären, der Monitor ist halt sus, I guess. Wirklich, ich kann das einfach nicht mehr. Bei Spielen gibt es aber immerhin einen tollen Ausweg und den haben wir vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. DRM-frei kaufen. GOG wirbt tatsächlich wörtlich damit, das ist quasi der Unique Selling Point von GOG, dass alle Titel eigentlich DRM-frei sind, und damit werdet ihr einfach aus bezahlten Titeln nicht mehr ausgesperrt und ihr müsst auch nicht ständig beweisen, dass ihr sie besitzt. Deswegen konnte man GOG-Spiele einfach unter Windows zum Beispiel runterladen früher und dann Linux booten und dann konnte man es damit einfach spielen. Das hat funktioniert, aber hey, noch ein toller Hinweis hier, GOG kommt sogar offiziell für Linux. Aber der entscheidende Handgriff ist trotzdem, dass ihr sie vorher runterladen müsst und das überspringen viele. Denn unabhängig von GOG zum Beispiel, seid ihr erst in dem Moment, in dem ihr die Datei wirklich physisch bei euch liegen habt. Also ein DRM-freies Spiel, was in eurer Online-Bibliothek wohnt, das ist toll und alles, aber GOG kann halt auch nicht auf ewig garantieren, dass sie noch existieren. Und selbst GOGs eigene Nutzungsvereinbarungen übrigens rechnen mit dem Ende von GOG. Falls der Dienst dauerhaft schließt, wollen sie zumindest versuchen, 60 Tage vorher euch Bescheid zu geben, damit ihr eure Käufe quasi runterladen könnt und dann könnt ihr sie für immer benutzen. Aber ihr müsst sie trotzdem selber speichern. 60 Tage klingt an sich kurz,
ist aber tatsächlich ehrlicherweise das beste Angebot der ganzen Branche. Es gesteht auch tatsächlich etwas ein, was man selten hört, nämlich dass jeder Laden wahrscheinlich irgendwann mal zumacht und das muss man halt einfach heutzutage mit bedenken. Der Client dazu ist übrigens auch optional. Eine Sache, die ich euch aber trotzdem noch gerne zusätzlich gegeben hätte, wäre folgendes, und zwar ein Publisher, der die DRM-freie Fassung eines längst verkauften Spiels als, ich sag mal, kostenloses DLC nachreicht. Valve dokumentiert, dass das eine Möglichkeit ist, die Entwickler haben, aber ich habe ehrlich gesagt keinen einzigen Fall gefunden, wo ein Publisher sich dafür entschieden hat, einen Patch hochzuladen, damit das Spiel DRM-frei wird. Heißt im Klartext, was ihr DRM-frei haben wollt, müsst ihr dort kaufen, wo es dann tatsächlich auch so verkauft wird. Und deswegen war mein zweiter Dungeon Keeper-Kauf genau bei GOG. Aber wie weit das geht, hat dieses Jahr nochmal die EU-Kommission gezeigt. Sie hat eine gesetzliche Pflicht, verkaufte Spiele lauffähig zu halten, als unverhältnismäßig abgelehnt. Das geistige Eigentum der Anbieter sei zu respektieren. Rechteinhaber dürften nach dem Urheberrecht die Bedingungen ihrer Lizenz selber festlegen, einschließlich ihres Endes. Diese Entscheidung ist nicht vom Himmel gefallen, sie war buchstäblich eine Antwort an uns. Der Anlass steht exemplarisch in einer Support-Notiz von 2K. Die Server von Evolve sind 2023 endgültig heruntergefahren worden und the game is no longer playable. Jeder Mensch, der dieses Spiel also gekauft hat, besitzt seitdem ein Produkt, das nicht mehr existiert oder besitzt es eben nicht. Und gegen genau dieses Muster steht eigentlich die europäische Bürgerinitiative Stop Destroying Video Games. Die meisten von euch kennen sie wahrscheinlich eher unter dem Kampagnennamen Stop Killing Games. Und die Initiative ist wahnsinnig wichtig, wie ich finde, und hat fast 1,3 Millionen geprüfte Unterschriften eingereicht im Januar, deutlich über der Millionenschwelle, ab der die Kommission dann antworten muss. Die Absage an die Rechtspflicht habt ihr gerade aber schon gehört und zugesagt hat die Kommission nur eine Sache, und zwar bis Ende diesen Jahres einen Austausch mit der Branche und Verbrauchervertretern zu beginnen über einen möglichen freiwilligen Verhaltenskodex. Wohlgemerkt, nicht der Kodex wird garantiert, sondern der Beginn der Gespräche. Das ist ein sehr langer Weg und ich finde ihn wie gesagt wichtig, aber darauf verlassen würde ich mich trotzdem nicht. Womit wir zurück bei mir wären. Auf meinem Tisch liegt eine Disc von 1999, deren Schutz so gründlich gearbeitet hat, dass er heute das einzige ist, was von diesem Kauf überhaupt noch funktioniert. Er sperrt halt bloß den falschen aus, nämlich den mit der Original. Aber daneben habe ich eigentlich denselben Titel als Zweitkauf und der hat zum Glück keinen Schutz, mit Updates aus dem letzten Jahr. Und spielen werde ich es trotzdem dieses Jahr wie jedes Jahr wieder, aber eben halt über den Zweitkauf. Aber ich fand tatsächlich die Frage sehr spannend, als ich vor meinem Regal stand, wenn Firmen, Daten und Treiber nicht mehr unterstützt werden oder einfach nicht mehr da sind, was davon können wir in 10 Jahren eigentlich wirklich noch starten? Und überall dort, wo ihr vielleicht zögert, gleich die nächste Frage. Warum muss das eigentlich so sein, wenn das Game selbst eigentlich nicht mal das Problem ist? Bis zum nächsten Mal im Cyberspace. Ciao.